Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. In dem heutigen Video zeige ich euch ein Fahrzeug, was ihr eigentlich schon kennt, nämlich ein Westfalia Columbus 601. Aber wir haben 3-4 Neuigkeiten, die im neuen Modelljahr mit dazugekommen sind. Das hier ist ein Vorserienfahrzeug und wir wollen euch einfach eine Idee geben, was in Zukunft eventuell auf euch zukommt, um auch so ein bisschen das Feedback von euch abzufragen, ob das was ist, wo ihr denkt, das brauchen wir unbedingt. Oder ob ihr sagt, nette Ideen, aber konzentriert euch doch lieber auf andere Sachen, die für uns interessanter sind. Das hier ist nämlich ein Fiat Ducato, 6 Meter lang, mit 5 Sitzplätzen und 5 Schlafplätzen. Und wie das im Detail umgesetzt wird, das zeige ich euch in dem heutigen Video zum Westfalia Columbus 601. Ja, Columbus 601, eigentlich ein Auto, was ihr im Detail kennt. Wir haben einen klassischen 6 Meter Grundriss, Heckbett quer, Nasszelle und Küche in der Mitte und vorne die Sitzgruppe. Der Unterschied liegt hier im Detail. Wir haben das Aufstelldach oben drauf. Das ist das Westfalia typische Aufstelldach. Und bevor wir reingehen, können wir vielleicht mal gemeinsam nach hinten gehen, dass wir von oben aufs Dach schauen können. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können, weil eine der ganz großen Besonderheiten der Westfalia Aufstelldächer sind oben die großen Solarmodule. Wir haben ja selbst dieses Jahr einen Columbus, zwar noch 600, also das etwas ältere Modell, aber schon mit dem Solarmodul drauf. 350 Watt Leistung da oben, ganz flach und ganz leicht. Und das ist einfach am Ende, waren wir jetzt 2 Wochen in Dänemark und wir waren selten mit der Batterie unter 70–75%, weil sobald ein bisschen Licht rauskommt, die Batterie eigentlich wieder voll ist. Das heißt, wir haben zum einen ein relativ besonderes Aufstelldach, weil ihr oben schon seht, das Dach trägt mehr auf, als das die meisten anderen Aufstelldächer tun. Es hat den riesen Vorteil, dass die Leiter oben drauf liegen bleiben kann, dass man ein bisschen Bettwäsche drauf liegen lassen kann und dass insgesamt einfach mehr Bewegungsraum da ist. Dazu ist das Dach ein bisschen leichter als die meisten anderen Dächer, weil Westfalia für jedes Fahrzeug ein eigenes Dach fertigt und dadurch diese Grundträgerplatte, wie es bei allen anderen ist, wo einfach das fertige Dachmodul aufs Auto gelegt wird, wegfällt. Und der Schlafkomfort da oben mit punktelastischem Lattenrost und einer Matratze, die auch richtig gemütlich ist, ist auch toll. Das Grundprinzip des Columbus, während wir langsam da wieder vorne reingehen, ist im Prinzip so, wie ihr das kennt. Das heißt konsequent auf Dieselheizung, auf Kompressor, Kühlschrank und alles, was dazugehört, ausgelegt. Das, was hier natürlich die Frage ist, wie bringe ich in einen normalen Ducato Kastenwagen in der Länge 5 Sitzplätze und 5 Schlafplätze rein? Die Grundfrage ist einfach, Doppelbett hinten quer, Doppelbett da oben drauf und die 4 Sitzplätze, die ihr alle kennt. Aber das, was dann komplett neu mit dazu kommt, ist, dass wir eine andere Sitzgruppe haben. Ich habe mich jetzt hier mal bewusst breit gemacht, weil das hier eigentlich, wenn man so will, das Highlight dieses Autos ist. Und zwar haben wir hier eine drehbare Doppelsitzbank. So, drehbare Doppelsitzbank. Ist das eine gute Idee oder nicht? Ich bin selbst hin und her gerissen. Wir haben, vielleicht habt ihr das in älteren Videos mal gesehen, eine Zeit lang selber relativ viele Fahrzeuge auf diese drehbaren Doppelsitzbänke ausgebaut oder umgebaut, damit es wirklich 5 Sitzplätze gibt, weil der Markt kompakter Kastenwagen, die wirklich konsequent für 5 Personen ausgelegt sind. Es gibt zum einen viele Familien, die das gerne wollen, aber es gibt kaum Autos, die das bieten. Es ist über die letzten Jahre ein bisschen mehr geworden. Wir haben bei Pössl diese Sitzbänke mit dem 5. Sitzplatz zum Rausklappen in den Summit und in den Haarline-Modellen. Und es gibt immer mal wieder Lösungen. Es gibt auch ein paar spezialisierte Betriebe, die euch die Autos nachträglich umbauen, aber es gibt kaum was ab Werk. Und die Idee bei Westfalia ist eben, das für den Columbus mit anzubieten. Mich würde wahnsinnig interessieren, ob das für euch eine Lösung ist, die euch gut gefällt. Bitte schreibt mal was drunter, wenn ihr wirklich eine Familie seid, die sowas betrifft. Es hilft uns natürlich nicht weiter, wenn jemand, der zu zweit reist, schreibt, finde ich Quatsch. Das wissen wir dann unterm Strich selber. Ja, was hat das für Konsequenzen, wenn ihr das macht? Ich denke, wir bauen euch jetzt einfach mal den Tisch auf, um hier ein bisschen die Sitzgruppe zu simulieren. Und dann zeige ich euch nachher mal, wie das 5. Bett funktioniert. Und dann gucken wir uns mal an, ob das mit dem Sitzen zu 5 wirklich denkbar ist. Und dann schauen wir noch ein paar andere Details, höher gelegte Betten für mehr Stauraum und all solche Details in dem Fahrzeug genauer an.
Bei Westfalia ist es ja so, dass ihr, egal ob ihr ein Aufstelldach drauf habt und egal ob es jetzt der Columbus 601 ist oder nicht, bei allen Columbus-Modellen die Möglichkeit habt, einen Skyroof einbauen zu lassen. Dann fällt dieses ganze Fach weg. Da blenden wir euch jetzt einfach noch mal kurz ein Bild drüber, dass ihr eine Idee bekommt. Das ist was ernsthaft den Bewegungsspielraum massiv in so einem Fahrzeug erweitert, weil der Durchstieg nach vorne einfach einfacher ist, weil es ein riesen Raumgefühl ist. Und anders als bei anderen Herstellern ist es so, dass dieses Skyroof nicht zu öffnen ist und aus Glas ist. Hat den riesen Vorteil, dass es keinerlei Windgeräusche macht. Ich bin lange Strecken schnell gefahren, es ist sensationell ruhig, meine persönliche Wahrnehmung. Und hat den riesen Nachteil, dass dieses tolle Fach einfach wegfällt. Was für euch da das Wichtigere ist, muss man selbst entscheiden. Ich glaube, gerade in so einer Familien-Surrounding, wie wir das hier haben, könnte ich mir vorstellen, dass das Fach wichtig ist. Wenn man das Fach hat, dann liegt Westfalia-seitig der Tisch für die Sitzgruppe immer hier vorne mit drin. In dem Fall haben wir jetzt den berühmten Schwenktisch. Das heißt, wir haben die Tischplatte hier unten mit drin und wir stellen den jetzt einfach mal hier auf. Das ist vom Handling immer, wenn man es richtig macht, sehr einfach. So. Und dann kann man den einfach reinhängen und hat hier einen großzügigen Tisch, den man eben auch rausschwenken kann. Und wenn man den, ich glaube, so ist nachher eine klassische Nutzung. Wenn man sich jetzt wirklich vorstellt, wir sind zu viert unterwegs. Zum einen muss ich nach den ersten Urlauben ganz klar als Feedback sagen, diese Sitzbank ist für Erwachsene und für Kinder toll. Wir können lange Strecken fahren, der Sitzkomfort ist nahezu wie in einem PKW und das ist eine richtig gute Lösung. Und anders als auf den letzten Messen, wo wir gewesen sind, haben wir diesmal daran gedacht, ordentliche Werkzeuge mitzunehmen, um euch auch ein bisschen die wohlbekannten Fakten, die wir in unserem Kanal gerne zeigen, mit dabei zu haben. Das ist übrigens auch die Stelle, wo wir darauf hinweisen sollten, dass ihr unbedingt jetzt hier unter dem Video den Kanal abonnieren solltet, die Glocke aktivieren, damit ihr am Ende für die ganzen anderen Videos, die wir gemacht haben, immer ordentlich up-to-date bleibt und eine profunde, tolle Entscheidung treffen könnt, was für einen Kastenwagen ihr euch kaufen wollt. Oder euch einfach nur darüber informieren, wenn ihr schon ein schönes Auto habt, weil wir auch immer wieder viele Kundenfahrzeuge zeigen, die einfach viele schöne Ideen mit drin haben. Also auf der längsten Strecke haben wir hier 1,42 Meter in der Breite und 46,5 cm oder 46,5 cm in der Breite und 1,42 in der Länge. Also einfach einen richtig großen, schönen Tisch. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass man jetzt hier in der Sitzgruppe auch zu 5 sitzen kann. Was mir auffällt, wenn ich mir angucke, die Fahrzeuge, die wir früher umgebaut haben, wir haben uns das Leben ein bisschen leichter gemacht, als das Westfalia in dem Vorserienfahrzeug hier macht. Wir haben den Fahrersitz im Original so gelassen und haben nur den Beifahrersitz durch die Sitzbank ausgebaut. Das ist, der Hersteller heißt FASP, das ist ein kleiner italienischer Hersteller, oder was heißt klein, aber ein italienischer Hersteller für Sitzbankgestelle und solche Dinge. Und dadurch war bei uns das Drehen der Sitzbank immer relativ schwierig und eng und auch eigentlich keine Möglichkeit mehr durchzugehen, wenn der Sitz gedreht ist. Hier ist das Ganze jetzt leider fixiert, da auf so einer Messe immer jeder neigt, dran rumzuspielen. Deswegen können wir es nur in dem in der Wohnwelt sehen. Aber der Sitz ist von der Lehne ein bisschen schmaler, als es der originale Fiat-Sitz ist. Und dadurch hat man insgesamt mehr Bewegungsfreiheit. Jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, wenn wir hier vorne 5 Sitze draus machen, das ist nicht unendlich breit. Ich setze mich mal, damit ihr ein bisschen Referenz habt. Ich nehme mal den Tisch. Ach nee, den Tisch können wir stehen lassen, dann kann man das nämlich ganz gut im Gesamtpaket sehen. Ich setze mich mal auf die Bank, damit ihr mal eine Idee. Jetzt bin ich nicht derjenige, der in der Mitte nachher sitzt, aber 1,92, über 100 Kilo, große, kräftige Menschen. Hier sollte jetzt eher ein kleines Kind daneben sitzen oder 2 etwas schmalere. Wenn ich mir vorstelle, ich sitze einmal hier, ich sitze einmal hier, ich sitze einmal hier, dann ist das schon für eine kurze Strecke denkbar, aber bis an Gardasee oder nach Sardinien, wo ich gerne unbedingt mal wieder hin will, kann ich mir das schwer vorstellen. Aber wenn ihr eine Familie zu 5 seid, habt ihr ja ehrlicherweise kaum Alternativen. Ihr könnt entweder ausufernd große Autos haben oder ihr wollt was Kompaktes. Und wenn man was Kompaktes will, ist es halt gegenüber dem Zelt, ist das hier ein riesen Komfortgewinn. Also ich glaube, man muss immer so ein bisschen die Perspektive im Blick behalten, wie das ist. Und ich kann mir das schon vorstellen. Man muss halt das Familienleben ein bisschen arrangieren, aber man kann sich aus dem Weg gehen. 2 können nach oben, 2 können nach hinten und 1,5 können hier schlafen. Also eigentlich haben wir sogar 5,5 Betten. Und um euch zu zeigen, wie dieses Bett hier unten funktioniert, klappen wir jetzt mal das raus. Das Tolle ist, das ist die erste Messe,
wo überall Aufkleber drauf sind. Das heißt, ich muss eigentlich gar nichts mehr wissen. Ich muss nur lesen, was überall auf der Wand steht. 5 Sitz- und Schlafplätze, haben wir gesagt. Und der nächste Punkt auf der Liste ist patentiertes Bett an der Sitzbank. Und ob das wirklich patentiert ist und was taugt, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Es ist tatsächlich einfach so, dass ihr beim Columbus, auch wenn ihr den jetzt nicht als 5-Sitzer bestellt, immer die Möglichkeit habt, bei den 6 Meter und 6,40 Meter Autos ein Bett zusätzlich zu ordern. Wenn ihr das weglasst, kommt hier ein Kleiderschrank, auch praktisch. So ist jetzt bei unserem Vorführer gemacht, weil wir einfach nur zu viert unterwegs sind. Und durch dieses Bett habt ihr halt echt viele Möglichkeiten. Ihr könnt hier mit einem Handgriff aus der Sitzgruppe ein breites Einzelbett, ein extrem schmales Doppelbett, das kann man sich überlegen, was es wirklich ist. Wo habe ich mein Maßband hingepackt? Da. Ihr habt hier an der breitesten Stelle 98 cm. Gefühlte Breite, wie beim gefühlten Wetter, ist natürlich deutlich mehr, weil ihr zur Seite keine Beschränkung habt. Dann habt ihr 1,10. Ich glaube ehrlicherweise, das ist auch das, was im Prospekt angegeben ist. Das ist in meinen Augen ein breites Einzelbett. Man sollte vielleicht nicht extrem schwer sein, weil die Matratzen nicht unendlich dick sind. Aber dieses Bett könnt ihr bei jedem Columbus bestellen. Das heißt, ihr könnt aus dem 4-Schläfer mit dem Aufstelldach einen 5-Schläfer machen. Ihr könnt aus dem Fahrzeug mit dem Doppelbett hinten einfach ein drittes Bett machen und habt zum Beispiel für ein Kind, für ein Enkelkind eine gute Lösung mit dabei. Oder es eben weglassen und das hinten drin zu haben. Aber so habt ihr, wir haben die Länge gar nicht gemessen. Und da das so schön einfach auf- und abzubauen ist, machen wir das doch einfach nochmal und reichen die Länge noch mit nach. Echte Matratzenlänge dürfte so im Bereich 1,80, 1,85 sein. Ja, echte 1,80. Und verkäufertechnisch gemessen messen wir lieber ein bisschen diagonal, dann wird es nämlich alles ein bisschen größer. Guck mal, und dann passen doch auch große Menschen drauf. So in der echten Diagonale haben wir 1,93. Also es ist eine Lösung, man sollte nicht riesig sein und eigentlich auch nur eine Person. Die ist dann aber toll. Während wir uns jetzt hier so ein bisschen auf dem, was macht das Auto für 5 Personen tauglich, sollten wir natürlich nicht außer Acht lassen, dass der Columbus ein paar Sachen hat, die sonst kein anderes Auto am Markt kann. Wir haben ein Auto, was konsequent auf Dieselheizung und Kompressorkühlschrank ausgelegt ist. Das heißt, wir brauchen ganz wenig Gas. Dadurch haben wir einen riesen Stauraum hinten. Das schauen wir uns gleich an. Aber die Dieselheizung ist vor allem nicht die klassische Truma-Heizung, wie ihr sie in allen anderen Autos habt, sondern wir haben hier eine Westfalia eigene Heizung. Damit ich es nicht vergesse, klebt es auf dem Fußboden. Wir haben der Westfalia Pluspunkt an diesem Auto ist eine Warmwasser-Fußbodenheizung. Wir haben noch keinen Winter gehabt mit dem Auto, was wir probeweise gerade nutzen. Aber ich habe das vor 2, 3 Jahren mit meinen Kindern, als die kleiner waren, schon mal ausprobiert. Das ist gerade in den Übergangsjahreszeiten einfach sensationell komfortabel. Ihr könnt barfuß bei minus 5, 6, 7, 8 Grad hier durchs Auto laufen. Also weil es halt eine Fußbodenheizung ist wie zu Hause. Ihr habt quasi eine Trägerflüssigkeit, die erhitzt wird. Und dann gibt es da zum Beispiel hinter dem Gitter, es sind Heizkörper, wie ihr sie zu Hause habt. Und sonst eben normale Schlaufen, die in den Boden eingelassen sind, dass ihr einfach im gesamten Fahrzeug eine Fußbodenheizung habt. Übrigens auch in der Nasszelle. Das heißt, ich gehe mal, da versuchen wir mal, euch irgendwie hier mit reinzunehmen. Ich bin halt immer einen Tick zu groß. Auch die Duschtasse hier in der Nasszelle, also der Boden der Dusche, ist mit beheizt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man kann hier hervorragend drin duschen. Das ist immer eng. Beim Duschen nimmt man ja den Einlegeboden raus, dann habe ich auch die Höhe, die ich brauche. Keine Schuhe an, Boden weg, dann kann ich gerade stehen. Und dadurch, dass Westfalia keinen umlaufenden Vorhang hat, sondern einfach die Knöpfe hier und nur einen Vorhang zu der Seite, habe ich nicht diesen anschmiegsamen Effekt. Was ich noch dazu sagen kann, ist, wir haben das Auto ohne Spiegeltür bestellt für unseren Wagen. Und dann hat das ganze Auto keinen einzigen Spiegel, in dem sich kleine Personen sehen können. Das hat mich nicht so gestört, weil ich mich gut da oben sehen kann. Aber wer sich ganz sehen will oder etwas kleiner ist, sollte sich die Spiegeltür dazu bestellen, damit ihr immer einen Spiegel von irgendeiner Seite habt. Ansonsten ist das hier eine normale Nasszelle, die tatsächlich, wenn ich das hier mal hochklappe, ich nehme ja immer so gerne mich als Referenz, ich kann hier wunderbar sitzen. Es ist eine komfortable Toilette für einen erwachsenen Mensch. Im Columbus 601 habt ihr immer die Möglichkeit, den Kühlschrank hoch auf Augenhöhe zu bekommen oder hier unten im Schrank. Beides hat Vor- und Nachteile. So habt ihr halt eine tolle Höhe und man kann komfortabel ran. Aber den Nachteil kann man hier auch gleich wunderbar präsentieren. Das ist relativ eng. Wenn man groß und kräftig ist, kann man nicht mehr breit durchgehen. Dafür generiert ihr aber einen riesengroßen Kleiderschrank hier unten mit drin.
Und das muss man einfach für sich entscheiden. So ist auch die räumliche Trennung zwischen Eltern und Kindern etwas größer. Anders habt ihr deutlich mehr Raumgefühl. Wir verlinken euch einfach oben in der Ecke nochmal ein Video zum Columbus 601 ohne den Schrank, dass ihr ein bisschen euch angucken könnt, wie das Raumgefühl dort ist. Ansonsten haben wir eine normale Küche. Normales Waschbecken, das ist schön groß. Klassischen Zweiflammenkocher, das ist das letzte, was auf Gas funktioniert. Natürlich mit Piezozünder und solchen Dingen. Und dann die klassischen Schubladen, die jeder andere Küchenblock auch hat. Eine kleine Besteckschublade und dann die größeren Schubladen, alles mit schönen, robusten Auszügen und die beiden sind genauso groß. Was an dem Auto hier total spannend ist, und das gucken wir uns jetzt nochmal gemeinsam an, ist der Heckstauraum. Wir haben nämlich hier das etwas höher gelegte Paket, dass Fahrräder oder anderes Sportequipment richtig gut reinpassen. Bei dem Fahrzeug hier haben wir jetzt ja das höher gesetzte Bett mit dem Stauraumpaket. Das heißt, wir verlieren aber natürlich, unten gewinnen wir ganz viel Raum, aber oben verlieren wir eben auch ein bisschen. Und damit ihr eine Idee habt, was das für euch ausmacht, wir haben hier dann einen Laser, der so lange braucht. 55 cm, die Bettbreite und alles bleibt aber das gleiche. Wir haben hier, heute ist das träge, 1,44 in der Breite und und 1,92 in der Länge. 1,92 in der Länge kann ich bestätigen. Wenn ich mich hinlege, passe ich nämlich genau knatsch zwischen die Wände. Funktioniert für uns als Erwachsene richtig gut, mit Kindern sowieso perfekt. Das heißt, hier wird es insgesamt ein bisschen schmaler. Was halt richtig schön ist, ist, dass ihr oben mit den ganzen indirekten Beleuchtungen, die ja beim Columbus alle in dem Lichtpaket mit gedimmt sind, einzelnen Leselampen. Hier sind echt wahnsinnig viele Lampen drin, überall Steckdosen. Ein Fahrzeug, was da richtig gut funktioniert. Und der Schlafkomfort leidet natürlich unter dem Höherlegen nicht, weil ihr weiterhin die Kaltschaummatratze mit dem punktelastischen Lattenrost drunter habt. Das ist der Heckstauraum von unserem Columbus 601. Grundsätzlich eine Perspektive, die ihr kennt, die ist bei den meisten Autos mit 6 Meter und Querbett gleich, aber es fällt halt auf den ersten Blick auf, dass der Gasvorrat kleiner ist. Wir haben nämlich nur da in der Ecke den Gaskasten mit drin, da passt nur noch eine Gasflasche rein, weil wir ja nur mit Gas kochen und dadurch nicht mehr so viel brauchen. Das führt eben dazu, dass der Frischwassertank dort an den Radkasten angepasst ist, da die Gasflasche. Dadurch habt ihr hier insgesamt viel Stauraum. Das heißt, wir haben hier in der Breite 1,86 und das, was entscheidend ist, und das ist nicht Serie. Das heißt, wenn ihr das so haben wollt, müsst ihr das bewusst bestellen. Dieses Bett hier ist hochgesetzt. Das heißt, man sieht hier an den Seiten im Vergleich zu dem normalen Auto sind überall Adapter dazwischen. Und so ist das gesamte Bett nach oben gesetzt und wir haben eine Ladehöhe hier im Stauraum von knapp 87 cm, also 86,8 cm hier gemessen. Das hat einfach einen riesen Vorteil, wenn ihr Fahrräder oder sowas im Fahrzeug mitnehmen wollt, weil oft, also das Bett liegt normalerweise auf dem Ding hier auf, das heißt, uns fehlen sonst 10 cm. Das ist genau das, was euch sonst oft fehlt. Und so kann man sich eben schon vorstellen, bei sportlichen Fahrrädern zu sagen, ich nehme das Vorderrad raus, dann wird es schön flach und dann passt es wirklich rein. Und ich weiß ja, was Fahrräder heutzutage kosten. Da sind ja schnell vierstellige Beträge mit mittlerer Größenordnung zusammen. Die will man ja nicht mehr unbedingt transportieren. Wenn ihr sie unbedingt draußen transportieren wollt, erklären wir euch in ganz vielen Videos, was es für Varianten gibt. Für drinnen könnte das aber eine Variante sein. Wer sagt, das brauche ich alles nicht, kann das natürlich auch mit der normalen Höhe bestellen. Dann kommt das Bett ein bisschen niedriger. Dann habt ihr mehr Kopffreiheit oben. Hier haben wir von der Ladetiefe 1,33 ungefähr. An den schmaleren Stellen, nur dass ihr eine Idee habt, 72 cm. Einfach nur, dass man weiß, was euch ungefähr erwartet. Insgesamt also ein total interessanter Ansatz, den wir haben. Wir haben konsequent auf 5 Personen ausgelegtes Auto. Wer sagt, das Aufstelldach würde mich genauer interessieren, wir haben jetzt hier keine Leiter mit dabei, deswegen, damit nicht alle drin rumklettern. Wir haben diverse Videos, wir verlinken euch die unten in der Videobeschreibung. Wir haben diverse Videos zu Columbus mit Aufstelldach gemacht, wo wir die Maße vom Bett genau nehmen, über die Vor- und Nachteile des Westfalia-Daches sprechen. Schaut euch die also ganz in Ruhe an. Und ansonsten ist es eben wirklich ein Ansatz, wo man sagen kann, hey, zu 5 können wir vielleicht im Kastenwagen fahren. Ich bin wirklich gespannt, ob das ein Konzept ist, was für euch funktioniert. Ich finde es spannend. Wir sind zum Glück, leider, das kann ja jeder sehen, wie er will, nur zu 4. Aber für mich ist zum Beispiel der Columbus eine perfekte Familienvariante und gerade diese Aufstelldachlösung ist was ich wirklich zu schätzen gelernt habe. Es funktioniert viel besser, weil man einfach sagen kann, Kinder, geht hoch,
lasst mich in Ruhe, geht mir ein bisschen aus dem Weg. Und dann ist für alle ein bisschen mehr Urlaub, wenn jeder seinen eigenen Rückzugsraum hat. Man muss, das kann ich auch ganz klar aus eigener Erfahrung sagen, ein bisschen steuern, wer wann wo ist. Es ist einfach mit Leiter hoch, die steht immer ein bisschen im Weg. Aber wenn ich mir überlege, es ist ein flaches, kleines Auto und ihr habt hier wirklich die Möglichkeit, zu 4 oder 5 komfortabel zu reisen, warum nicht? Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck vom Columbus 601 gefunden. Und wir streifen jetzt mal ein bisschen weiter über die Messe und schauen uns an, was wir euch sonst noch für interessante Sachen zeigen können.